So, ich mache jetzt mal noch einen Rundgang mit euch durchs komplette Camp. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ist immer so, dass wir hier von allen Seiten erkannt wird, eingeladen wird. Aber wir schauen mal, dass wir einen ganzen Durchgang mal machen durch dieses Idomeni Camp und auf diese Weise mal, dass ihr einen Eindruck bekommt, wie es hier so aussieht und was hier so abgeht. Genau, da drüben ist eine dieser Waschstationen. Hier ist eins der vielen Essenszelte, wo es dann abends Tee gibt und ein paar Suppen. Und hallo. Ja, und jetzt geht es eigentlich los hier direkt im Bahnhof, im neuen Bahnhof. Hier ist so ein bisschen der Einstieg ins Camp, wenn man zum ersten Mal ankommt. Das ist das, was man auch aus Nachrichten kennt. Ja, dieser besetzte Bahnhof, überall Zelte. Und ja, da laufen wir jetzt einfach mal ein bisschen durch. Und da bekommt man einen Eindruck davon, wo die Menschen hier so überall leben müssen und ja, wie die Umstände hier so sind. In den letzten Tagen hat es sehr viel gestürmt und geschüttet. Überall ist alles nass geworden und die Zelte sind richtig weggeflogen überall. Ja, ist alles sehr improvisiert. Ihr seht das. Hier wird mal noch Wäsche aufgehängt. Ja, die Menschen, die versuchen mit den wenigen Mitteln, die sie hier so haben, sich durch den Tag zu schlagen. Ja, und versuchen halt ein Stück weit eine Normalität oder einen Lebensalltag hier aufzubauen. Sind ja zum Teil wirklich schon mehr als 2 Monate hier. Und ja, viele müde Gesichter, aber halt auch unglaublich viele freundliche Gesichter. Die freuen sich, dass man hier für sie da ist und ihnen irgendwie hilft, diese Misere hier halbwegs passabel durchzustehen. Hallo! 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 Ja, das sind überall Zelte. Es nimmt kein Ende. Ja, als ich am Anfang da war, waren es fast 15.000 Menschen hier. Jetzt sind es noch so knapp 10.000. Viele sind abgehauen. Ja, es wandern immer mehr Leute ab. Es ist einfach auch schwer erträglich hier zu bleiben. Hi! Da drüben, das muss ich euch mal kurz zeigen, da wohnt eine Familie, die ich ganz gut kenne. So ein Blockhaus, die haben hier was aufgebaut, so richtig handfest, mit Balken, mit Schienen und so weiter. Eine ganz fleißige Familie. Da zeige ich mal kurz. Hallo! Hallo! How are you? I just show to German people what Wow! yes. 1, 2, 3. Okay, die haben dann hier mit Bambus alles ja, so richtig was aufgebaut. Hier, ich habe den Draht besorgt, damit sie hier dieses Schilf zusammenflicken können. Da hinten eine Dusche aufgebaut. Ja, die sind richtig fleißig. Yes, I come back in 10 minutes, okay? Okay, I can help. Okay, dann geht es jetzt weiter. Wir schauen mal, wie es hier rumgeht. Und zwar die Schienen weiter. Hallo! Hallo! Hallo, how are you? Hey! Hi. Ihr seht schon, das Gebiet hier, das gehört zu meinen allmorgendlichen Gängen mit dem Bananenverteilen. Man kennt hier alle und die kennen mich vor allem. Hi! Hier auch super, seit ein paar Tagen gibt es hier eine kleine Küche, hier werden Falafeln zubereitet. Right. Well, George? Okay. Okay, George. So gibt es hier Falafel, leckere Sachen. Ja, die Menschen versuchen sich so ein bisschen Alltag hier aufzubauen und ja, sich ein kleines Zubrot verdienen. Und so geht es halt hier Tag um Tag weiter. Jetzt werden wir mal die Schienen überqueren.
und auf den rechten Teil des Camps einkehren. Das ist so eine kleine Containerburg und die großen Zelte von größeren Hilfsorganisationen. Jetzt ist natürlich nachmittags, also nicht ganz so viel mehr los. Normalerweise mittags sind natürlich die ganzen Essensausgaben, Kleiderausgaben und also ein reger Betrieb. Very good, very good. Beautiful. Yes. Wonderful. Wonderful. So, jetzt bringen wir ein auf so ein offenes, großes Feld. Da hinten, da waren, als ich ankam, noch war ein Kinderzelt von ein paar Holländern mit einem Trampolin drin, so ein richtiger Kinderspielplatz. Mittlerweile mussten die wieder abreißen, gibt es also nichts mehr. Da die ganzen Dixie-Klos, absolut unzumutbare Zustände in diesen Klos. Ich habe ja eine Nacht mal hier übernachtet, war absolut kein Spaß. Diese ganzen Bereiche sind nachts stockfinster, da haben wir dann unsere Lichter verteilt. Wir haben ja mittlerweile über 1000 Lichter verteilt. Hier im ganzen Camp versucht, hier ja, den Menschen ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, sprichwörtlich. Und ja, da sind wir jetzt fast durch. Die eine Hälfte, die fehlt noch. Aber das kriegen wir auch noch hin. Hello, hello, how are you? Ja, Zelte, 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 Zelte. Hallo. Wir spiegeln mal über die Gleise rüber. Da hinten seht ihr vielleicht schlecht, aber da hinten ist so ein Zug, der ist auch komplett besetzt mit Menschen. Naja, die versuchen halt überall, wo es irgendwie ein Dach über den Kopf kriegt, sich niederzulassen. Klar, es hatte ja hier wochenlang gestürmt und geregnet. Jetzt wird es heiß und ja, es gibt kaum Schatten. Und da muss man eben gucken, wie man hier Schutz findet. Auffallend viele Kinder hier auf dem Camp. Es ist wirklich Heerscharen. Ja, es ist echt irre, wie viel Kinder hier gibt. Und die versuchen natürlich auch den lieben langen Tag zu vergnügen und zu spielen. Das gehört auch zu den Hauptaufgaben der Volontärsarbeit hier, den Leuten Aufmerksamkeit zu schenken, sich mit ihnen zu unterhalten, das Gefühl zu geben, dass jemand da für sie ist, weil die Resignation und die Enttäuschung und ja, das Gefühl verlassen zu sein hier ist schon sehr, sehr groß. Ganz da hinten, da geht es dann so Richtung Grenze. Da sind die großen Zelte auch von MSF und dasselbe auch da drüben. Da gehen wir jetzt gleich noch hin. Hier seht ihr vielleicht so einen Korridor. Da geht's genau, da gibt es dann auch diese großen Ausgaben, Essens, Kleiderausgaben und so weiter. Man muss das echt kanalisieren, weil sonst Chaos hier ausbricht. Jeder will natürlich so viel wie möglich abkriegen. Und das ist manchmal dann in Hochzeiten echt schwer zu steuern. Und da muss man sich solcher Hilfsmittel bedienen, damit man das alles ein bisschen besser kanalisieren kann. So, hier stehen immer die Polizeibusse, da hinten ist nämlich die Grenze. Und hier ist der Bereich,
den man auch immer aus dem Fernsehen, aus den Medien kennt. Da versammelt sich eigentlich immer alles, wenn es um politische Demonstrationen geht, wenn man, ja, eigentlich war auch da der Beginn sozusagen dieser Unruhen am Sonntag vor 2 Wochen. Da haben sich 6000 Menschen versammelt, in der Hoffnung, hier durchzukommen. Ich spiegel mal auf die andere Seite. Genau, da hinten nämlich, da ist die Grenze und da wollten alle hin. Die Polizei hat es verhindert und vor allem die mazedonische Grenzpolizei, das haben wir ja wieder in den Nachrichten gesehen. Genau, das ist auch das Gebiet, wo bis hierher in diese Familienbereiche die Tränengasgranaten eingeschlagen sind vor 2 Wochen. Und ja, die ganzen Zelte, die haben wir dann versucht, so schnell wie möglich abzubauen und in Sicherheit zu bringen, in einen sicheren Bereich. Nach da hinten dann, da gehen wir gleich auch nochmal hin. Genau, vor 2 Wochen war das alles noch voll. Hallo! War das alles noch voll mit Zelten. Ja. Ja, so kleine Läden werden hier auch aufgebaut, ad hoc. Da verkauft man dann alles Mögliche. Ja, das wird, je länger man hier ist, desto geschäftstüchtiger werden auch die Leute, ist ganz klar. Ja, irgendwas hier anfangen, sich zu Tode zu langweilen. Da gibt es ja wirklich alles, wie so ein kleiner Markt. Krass, Bier hatte ich bisher auch noch nicht gesehen, aber gibt es anscheinend auch. Genau, da geht es überall noch weiter. Ihr seht, das Gebiet ist riesig. Wir werden jetzt eine Runde abkürzen oder ein Stück weit nochmal zurückgehen. Also bis dahin, ganz da hinten erstreckt sich das Camp. Und wir schauen jetzt nochmal in Richtung dem Schulzelt, was wir vor 1,5 Wochen eröffnet haben. Und gucken mal, was da so los ist. Wahrscheinlich heute schon Feierabend, aber zumindest zeige ich euch mal, wie das aussieht. Ja, hier sind so die großen Zelte von MSF, da wohnen dann unglaublich viele Menschen drin. So ein Massenquartier, kann man sich vorstellen, wie ruhig es da nachts zugeht. Hier wird gekocht und alle sind fleißig, alle sind am Arbeiten. Ja, jeden Tag werden auch sind eine Hundertschaften von Helfern hier unterwegs, um das ganze Camp sauber zu halten. Ja, seit 3-4 Tagen sind auch Terre des Hommes da. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was sie genau machen, aber ja, sieht ganz lustig aus. Das ist so das Gebiet, wo wir die meisten Zelte evakuiert haben nach diesen Tränengasübergriffen. Nach da hinten haben wir alles hin umgebaut. Ihr seht, gestern hat es wahnsinnig geschüttet hier. Ja, steht noch alles ziemlich unter Wasser. Hi. Hi. So. Genau, und da hinten, da kommen wir gleich schon hin. Da ist jetzt das Schulzelt, der ganze Schulbereich. Das war anfangs nur ein kleines Zelt und ist mittlerweile ein richtiger Außenbereich. Ja. Richtig schön überdacht hier, Sonnensegel und Bühne. Da gab es gestern ein paar Clowns, die einen Auftritt gemacht haben. Hallihallo, Hallihallo. Na gut geht's mir. Ich zeige mal unseren Freunden zu Hause, wie es hier so aussieht. Genau. Genau, so geht es nämlich hier los. Geht es hier zu viel mehr. Bildergalerie. Kann man einen kleinen Blick mal reinwerfen, dann sieht man das mal besser. Dann gehen die Tore auf. Moment, eine Sekunde. Stippvisite. Hier ins Idomeni Kulturzentrum. Ja,
So, jetzt laufen wir noch mal weiter. Schauen wir mal. Hier ist ein bisschen schwierig, sich zu orientieren. Aber wir gehen mal durch den Zug hier noch durch. Auf die andere Seite, da kommt eine Familie mit einem Kleingeborenen. Und das möchte ich euch schon noch zeigen. Das ist nämlich vor ein paar Tagen erst zur Welt gekommen. Ja, da wohnen auch überall Leute in diesen Waggons drin. Und jetzt sind wir wieder zurück auf den Tracks. Genau, jetzt, pass auf, jetzt gleich Überraschung. Schauen, ob sie zu Hause sind. Den habe ich nämlich heute Morgen eine ganze Menge kleiner Kinderklamotten vorbeigebracht. Gehst du mal mit zum Essen dort eingeladen. Hi! So, schauen, da vorne. Guck mal, die Jasmin heißt die Kleine, wie gesagt, eine Woche alt erst. Guck uns mal an. How are you? I'm filming for German friends. Is ja, da ist er. Okay, jetzt gehen wir da rein und gucken wir das kleine Baby an. Oh, da ist der kleine Baby. Hi. Das ist Jasmin, das ist der Papa. Wo ist Mama? Mama. Ah, Mama. Was sagt ihr? Mama steht in der Essensschlange an und genau, man kann nämlich nicht für jemanden Essen mitbesorgen. Man muss es schon selbst machen. Man muss wirklich selbst aktiv in der Schlange stehen, sonst kriegt man nichts. So läuft das hier. Und deswegen ist jetzt Papa mit Kind gerade unterwegs. Und ich komme nachher nochmal vorbei. I come back, okay? I come back in 10 minutes. Okay? Come back. You have to go? Yes, I come back. Okay. Dann sind wir auch gleich. Hallo! 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 Ja, draußen Freunde. Hallo! So, und zu guter Letzt stammt jetzt einen kleinen Überraschungsbesuch ab bei einem bekannten Kunstlehrer aus Syrien. Einer auch unserer fleißigen Helfer, der bei uns dabei ist, uns bei den Bananen verteilen und überhaupt zur Rat zur Seite steht. Genau, da wohnt er. Ach, Mustafa. Hallo! Hallo! Mustafa und Family, everyone. Yes, man wird immer eingeladen, man kann eigentlich nicht an irgendeinem Zelt vorbeilaufen, ohne eingeladen zu werden. Da gibt es jetzt Tee, da gibt es Trinkmate. Ja, das kann ich mir gleich nicht entgehen lassen. Ich schließe mal noch den Rundgang ab und dann komme ich wieder zurück und dann trinken wir Tee. Ne? Bis gleich. So. So, jetzt haben wir es gleich. Jetzt haben wir einmal quasi das Camp umrundet. Was ihr noch gar nicht gesehen habt, ist der Altbahnhof, ein riesiger überdachter Bahnhof, ganz da hinten. Auch nochmal wirklich über 1000 Menschen, die da drin wohnen. Total skurrile Szene. Aber die Zeit, die habe ich jetzt leider nicht mehr. Und deswegen machen wir jetzt hier den Rundgang zu Ende. Ein lustiges Schild noch zum Abschluss. Das will ich euch noch zeigen. Und damit soll es gut sein. Und zwar da hinten. Moment. Da hinten ist nämlich mein Auto. Und guck mal, was da steht. Freies Zelten untersagt. Naja, hier klappt es nicht so aus bekannten Gründen. Und damit
verabschiede ich mich aus Idomeni mit diesem Rundgang. Tschüss!